Die Inselgruppe von Hawaii liegt weit abgelegen im Pazifik. Somit verwundert es nicht, dass unser nächstes Ziel, die südpazifischen Marquesas-Inseln, mehr als 3800 Kilometer entfernt liegen. 4 Seetage werden benötigt, um die zu Französisch-Polynesien gehörende Insel Nuku Hiva zu erreichen. Langweilig wird es uns dabei jedoch keineswegs, denn diese Zeit eignet sich hervorragend dafür, die zurückliegenden intensiven Erlebnisse zu verarbeiten und Entspannung auf hohem Niveau zu gewährleisten. Am Morgen des 5. Tages heißt es dann erstmals wieder Land in Sicht. Ebenso wie Hawaii ist Nuku Hiva vulkanischen Ursprungs. Bekanntheit erlangte die Insel nicht nur aufgrund ihrer landschaftlichen Schönheit, sondern auch, weil Herman Melville, amerikanischer Schriftsteller und späterer Autor von Moby Dick, 1842 hier anlegte und ins Hinterland floh, nachdem er als Matrose von einem Walfangschiff desertiert war. Ebenso wie Melville nutzen wir die Bucht von Taiohae als Ankerplatz für unseren Landgang. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Tenderboot werden wir im Hafen des Städtchens herzlich begrüßt und steigen anschließend auf einen etwas oberhalb gelegenen Hügel. Hier befindet sich die imposante, 12 Meter hohe Skulptur Tiketu Hiva, die 2017 von marquesischen Künstlern geschaffen wurde. Die weibliche Figur ist Wächterin über Tradition und Wissen, während der männliche Krieger Macht und Stärke verkörpert. Danach spazieren wir wieder den Hügel hinab zum Hafen und starten von hier aus zu einer Tour quer durch die Insel, mit einem ersten aussichtsreichen Stopp nahe des über 800 Meter hohen Mount Muake. Nach einer kurvenreichen Höhenfahrt genießen wir einen weiteren Ausblick auf die Bucht von Taipei Wai. Nach kurzer Fahrt durch das kleine Städtchen zweigen wir ab in das bergige Inselinnere, wo wir auf kurvenreicher Straße rasch an Höhe gewinnen. Bald eröffnen sich erste Ausblicke auf die unter uns liegende Bucht von Taiohae. An einem Höhenrücken entlang schlängelt sich die Straße weiter durch das üppige Grün. Wenig später erreichen wir einen schönen Aussichtspunkt auf die im Osten der Insel gelegene Bucht von Taipei Wai. Am Ende der Bucht befindet sich das Tal von Taipei Wai, welches wir nach kurvenreicher Bergabfahrt erreichen. Hier befindet sich auch die archäologische Stätte Paike. Unsere Fahrt dorthin ist deutlich weniger strapaziös als damals für Melville, der das Tal von Taipei Wai nach einem abenteuerlichen Fußmarsch erreichte und dort längere Zeit in der Gemeinschaft der Taipis, eines Kannibalenstammes, lebte. Seine Erlebnisse schilderte er im Roman Taipei. Heute ist das Tal von Taipei Wai ein höchst friedvolles, von Kokospalmen und Obstplantagen geprägtes Areal. Die archäologische Stätte von Paike wird von einem großen traditionellen Festplatz umrahmt. Zwei sehr gut erhaltene Zeremonieplattformen und mehrere Tikis, steinerne Figuren der verehrten Gottheiten, zeugen vom spirituellen Leben der alten Marquesaner.
Wir setzen nun unsere Fahrt durch das zentrale Bergland fort und besichtigen mit Kamuy-Hay eine weitere archäologische Stätte. Mit Erreichen der Bucht von Hattieu vollenden wir die Durchquerung der Insel. Die Fahrt durch das bergige Inselinnere ist reich an landschaftlichen Höhepunkten. An einer Straßenbiegung erhalten wir erstmals freie Sicht auf die wunderschöne Bucht von Hattieu. Wenig später erreichen wir das Tal mit seinen dramatischen Feldlandschaften, wo wir zunächst die archäologische Stätte von Kamuy-Hay besichtigen. Hier beeindruckt uns als erstes ein riesiger, mindestens 400 Jahre alter Banyanbaum. Archäologen haben in den brunnenähnlichen Gruben zwischen den Luftwurzeln des Banyanbaums und nahegelegenen Tiki-Statuen Hunderte von Schädeln gefunden, die auf frühere Menschenopfer hindeuten. Das ganze Gelände strahlt eine überaus mystische Atmosphäre aus. Wir setzen unsere Fahrt durch die Dschungellandschaft fort und erreichen nur wenige Meter später mit Hikokua eine weitere Kultstätte. Vor dem zackigen Hintergrund der Berglandschaft finden sich auch hier sehr gut erhaltene Zeremonieplattformen und Tiki-Statuen. Überaus interessant sind auch die hier heimischen Tropenpflanzen wie Cashewbäume oder Tamarinden. Nun ist es nicht mehr weit bis zur letzten Station unserer Inseltour, der Bucht von Hattieu. Hier finden wir eine Szenerie wie aus einem Bilderbuch traumhaft schöner Südseelandschaften vor.
Abschluss unseres Aufenthalts in HTU bewundern wir noch die von üppiger Natur umrahmte Kirche Sacré-Cœur. Danach verlassen wir die wunderschöne Bucht und kehren auf identischer Wegstrecke zu unserem Ausgangspunkt, dem Hafen von Taiohae, zurück. Hier werfen wir noch einen letzten Blick auf die moderne römisch-katholische Kathedrale Notre-Dame von Taiohae. Nach der Rückkehr zu unserem Schiff genießen wir noch die abendliche Ausfahrt aus der stimmungsvollen Bucht von Taiohae.